Stellen Sie sich vor, morgen steigt der Ölpreis in Europa. Nicht, weil ein Präsident eine Rede hält, nicht, weil ein Parlament abstimmt, sondern weil ein schmaler Wasserweg zwischen Iran und Oman plötzlich riskanter wird. Die Straße von Hormuz ist an ihrer engsten Stelle nur etwa 29 Seemeilen breit. Und trotzdem bewegten sich dort zuletzt rund 20 Millionen Barrel Öl und Ölprodukte pro Tag. Ein großer Teil der Weltenergie läuft durch ein Nadelöhr. Und genau hier beginnt die Geschichte, denn moderne Macht sieht oft nicht aus wie Macht. Sie sieht aus wie eine Route, wie ein Kabel, wie eine Versicherung, wie ein Zahlungsnetzwerk, wie ein Hafen, den fast niemand auf einer Karte sucht. Wir glauben, Macht sei sichtbar. Armeen, Regierungen, Präsidenten, Grenzen, Flaggen. Aber oft sitzt Macht tiefer, nicht auf der Bühne, sondern unter der Bühne. Macht ist Infrastruktur. Wenn die Straße von Hormuz unsicherer wird, verschwindet das Öl nicht sofort. Die Tanker sind noch da, die Häfen sind noch da, die Nachfrage ist noch da. Aber das Risiko verändert sich. Und wenn Risiko sich verändert, verändern sich Preise. Versicherungen werden teurer, Frachtraten steigen, Lieferungen dauern länger. Märkte reagieren, bevor die meisten Menschen überhaupt verstehen, was passiert ist. Denn ein Engpass ist nie nur ein Ort, er ist ein Test. Ein Test dafür, wie abhängig die Welt von einer einzigen Route geworden ist. Das ist der erste unsichtbare Mechanismus. Manchmal kontrolliert nicht Politik die Geografie, manchmal kontrolliert Geografie die Politik. Ein Engpass kann mächtiger sein als eine Rede. Und unter diesem Engpass liegt eine zweite Schicht, eine Schicht, über die fast niemand spricht. Schiffsversicherung. Das Wort klingt langweilig, nach Formularen, nach Anwälten, nach Büros in London. Aber ohne Versicherung wird ein Schiff schnell zu einem Risiko, das niemand tragen will. Häfen wollen Nachweise, Charterer wollen Schutz, Banken wollen Sicherheit. Eigentümer wollen nicht allein für Schäden, Meldung, Umwelt oder Besatzung haften. Eine Versicherung ist in diesem Moment nicht nur Papier, sie ist eine Art Pass. Ohne diesen Pass kommt ein Schiff vielleicht noch aufs Wasser, aber nicht mehr leicht in das System. Die großen P&I-Clubs, also Schutz- und Entschädigungsversicherer der Schifffahrt, decken den größten Teil der weltweiten Hochseetonnage ab. Das bedeutet, ein riesiger Teil des Welthandels fährt nicht nur durch Wasser, er fährt durch Vertrauen, durch Verträge, durch Risikomodelle. Das ist der Punkt. Der Welthandel fährt nicht nur auf Motoren. Er fährt auf Vertrauen, auf Regeln, auf Nachweisen, auf Institutionen, die im Hintergrund entscheiden, welches Risiko noch tragbar ist. Wenn Versicherer ein Gebiet als gefährlicher einschätzen, wird Bewegung teurer. Und wenn Bewegung teurer wird, verändert sich Handel. Das klingt nicht wie Macht, aber genau das ist Macht. Die Frage ist nicht nur, wer besitzt das Schiff. Die bessere Frage ist, wer erlaubt dem Schiff, sich zu bewegen. Und das führt zum nächsten System. Dem System, das wir jeden Tag benutzen, ohne es zu sehen. Wir nennen es Internet. Wir nennen es Cloud. Wir stellen uns Satelliten vor, Signale in der Luft, Daten irgendwo über uns. Aber der interkontinentale Datenverkehr läuft zum überwiegenden Teil nicht über Satelliten. Er läuft durch Unterseekabel. Dünne Leitungen am Boden der Ozeane, Glasfasern, die Kontinente verbinden. Durch sie laufen Nachrichten, Bankdaten, Videocalls, Finanzmärkte, Regierungskommunikation, Handel. Die moderne Welt wirkt digital, aber sie ist körperlich, sie liegt auf dem Meeresboden. Wenn ein Video lädt, wenn eine Nachricht ankommt, wenn eine Zahlung bestätigt wird,
sehen wir nur den Moment auf dem Bildschirm. Aber darunter liegt eine Route, eine echte Route, durch Kabel, Knotenpunkte und Rechenzentren. Und solange diese Kabel funktionieren, denkt fast niemand an sie. Man bemerkt sie erst, wenn sie ausfallen. Das ist das Muster unsichtbarer Systeme. Wir sehen nicht das System. Wir sehen nur die Störung. Wir sehen nicht die Lieferkette. Wir sehen nur das leere Regal. Wir sehen nicht das Zahlungssystem. Wir sehen nur die blockierte Überweisung. Wir sehen nicht das Kabel. Wir sehen nur den Ausfall. Und deshalb sind solche Systeme so mächtig. Sie müssen nicht laut sein. Sie müssen nur notwendig sein. Was, wenn Staaten mehr von Systemen abhängen als Systeme von Staaten? Nehmen wir das trockenste Wort in diesem Video: Zahlungsinfrastruktur. SWIFT, Dollar Clearing, Korrespondenzbanken, Compliance, Abwicklung. Das klingt nach Finanzabteilung, aber es ist die Architektur, durch die internationales Geld kommuniziert. SWIFT ist keine Bank. SWIFT bewegt nicht selbst das Geld. Es ist ein Netzwerk, über das Banken und Finanzinstitutionen sichere Nachrichten über grenzüberschreitende Transaktionen austauschen. Mehr als 11.500 Organisationen sind daran angeschlossen. Jeden Tag laufen Millionen Finanznachrichten durch dieses System. Und genau hier wird es politisch, denn wer Zugang zu Zahlungswegen hat, kann handeln. Wer ausgeschlossen wird, spürt Reibung. Deshalb ist Zugang so mächtig. Nicht, weil er laut ist, sondern weil er entscheidet, ob eine Verbindung überhaupt stattfinden kann. Geld ist nicht nur Geld. Geld braucht Wege, Regeln, Knotenpunkte, Genehmigungen. Kontrolliere die Leitungen. Kontrolliere den Fluss. Das ist moderne Macht. Sie schreit nicht, sie schaltet. Und dann gibt es noch ein System, das lange Zeit harmlos klang: Lieferketten. Früher klang das nach Effizienz, nach Management, nach günstigeren Preisen, nach optimierten Prozessen. Heute wissen wir, Lieferketten sind Geopolitik. Seltene Erden, Halbleiter, Batterien, strategische Häfen, Containerterminals, Energiepipelines. Das sind nicht nur Dinge, das sind Hebel. Die Internationale Energieagentur warnt seit Jahren, dass Verarbeitung und Raffinierung wichtiger kritischer Mineralien stark konzentriert sind. Nicht breiter verteilt, sondern in vielen Bereichen konzentrierter. Wenn ein Rohstoff fehlt, wartet die Fabrik. Wenn ein Chip fehlt, steht das Auto. Wenn ein Hafen blockiert ist, spürt es ein Unternehmen auf einem anderen Kontinent. So sieht Macht im 21. Jahrhundert aus. Nicht immer als Befehl, oft als Abhängigkeit. Vielleicht wurden Imperien nie nur durch Armeen gebaut. Vielleicht wurden sie durch Systeme gebaut. Routen, Häfen, Finanznetze, Versicherungen, Kabel, Infrastruktur. Unsichtbare Architektur, die Zivilisation trägt. Und das Entscheidende ist, diese Systeme sind nicht alle geheim. Viele sind öffentlich, viele stehen in Berichten, Verträgen, Karten und technischen Dokumenten. Aber sie sind unsichtbar, weil wir gelernt haben, an ihnen vorbeizuschauen. Vielleicht ist das die eigentliche Lektion. Die moderne Welt besteht nicht nur aus Ländern. Sie besteht aus Verbindungen, und wer diese Verbindungen versteht, sieht Macht früher als andere. Wir sehen Politiker, wir sehen Krisen, wir sehen Schlagzeilen, aber darunter laufen die Leitungen. Erinnern Sie sich an Hormuz am Anfang? Jetzt ist diese Meerenge nicht mehr nur ein Ort, sie ist ein System. Ein Punkt, an dem Geografie, Energie, Versicherung, Finanzen und Politik zusammenlaufen. Und wenn man die Welt einmal so sieht, sieht man sie überall. In Häfen, in Kabeln, in Banken, in Minen, in Karten, in Verträgen. Die Frage ist dann nicht mehr nur, wer regiert? Die bessere Frage ist, welche Systeme machen Regieren überhaupt möglich?
Denn Macht sitzt nicht immer dort, wo wir sie suchen. Manchmal sitzt sie in einem Kabel, in einem Hafen, in einer Versicherungspolice, in einer Zahlungsschiene, in einem Flaschenhals auf der Karte. Das sind die unsichtbaren Systeme. Und wenn wir verstehen wollen, wer die Welt wirklich steuert, müssen wir lernen, sie zu sehen.